anziehen, ne? Zwei Prototypen auf Prototypen. Vielleicht brotfertige Typen. Der Andre hat übrigens, ich habe dem Andre das Video gezeigt. Die Doku. Ach so, ja klar, oder? Und er hat gesagt, die Tour hat es als eines der 9 härtesten Bikepacking-Rennen beziffert. Und bei Matze und bei mir sah es viel zu leicht aus. Findest du? Wir hatten eine viel zu gute Zeit. Ich finde auch, ja. Ich hatte es Gröber in Erinnerung? härter und gröber in Erinnerung, als es die Doku zeigt. Okay, krass. Das Gute ist ja, es fährt immer ohne Probleme. Ja, ich nehme das halt zum Commuten. Und schon wird's kompliziert. Okay. Ich muss gerade mal drüber nachdenken, ob ich die Facts im Kopf habe. 1300 roundabout mit 24.000 Höhenmeter. Man hatte 7,5 Tage Zeit. Also um das Goal zu schaffen, wären es, glaube ich, 170 Kilometer am Tag gewesen mit 3.600 Höhenmeter. Self-supported, also keine Unterstützung von außen. Ging die alte böhmische Grenze entlang. Hat an der deutsch-tschechischen Grenze angefangen, ging dann runter nach Österreich, durch Tschechien durch, tschechisch-polnische Grenze und zurück zum Start, genau. Ich habe einen Schlüssel. Liebeskabine Nummer 26. Hey, welcome to my cribs. Guck mal den Lattenrost an. The Dream. Aber das ist Ja. Schildkröte. Spiegelt meine Geschwindigkeit auf dem Rad wieder. Wer auf die Idee kam, es mit Prototypen zu fahren, stand nie außer Frage, es nicht damit zu fahren. Marco und ich sind mit dem Atlas Carbon gefahren, das eine Woche oder 2 Wochen früher als erste Prototypenrahmen hier angekommen sind. Und haben das halt auch als Test gesehen. Es gibt keinen besseren Test für ein Rad, als das einmal extrem zu testen. Ja, ist krass. Also 1,5 Jahre ist es her, dass wir es gefahren sind. Es wären fast 2 Jahre geworden. Aber wie jeder weiß, Corona war da, Lieferverzögerung vom Hersteller. Produktionskapazitäten, der ganze Hickhack. Dadurch hat sich jetzt alles verschoben und das neue Rad kommt jetzt im April erst raus. Oder wahrscheinlich kam es im April raus, wenn wir das angucken. Very often it's going to be fighting this info. I'm gonna be driving for 1 kilometer, you're gonna follow, and then you just go. Marc, was machst du da? Ja? Sehr dankbar, dass der Anfang so viel Asphalt hatte. Schön zum Einrollen. Aber jetzt einen Flossleber! Schon so was anstrengend. Bisschen.
Ende von Tag 1 war super trügerisch. Ich glaube, wir hatten 260 Kilometer, 4.500 Höhenmeter oder so drin und es lief einfach super. Wir sind mega früh gestartet und irgendwann waren wir dann in so einer Holzhütte. Ich weiß gar nicht, es war gar nicht so spät wahrscheinlich, es war 20 Uhr oder sowas. Aber wir haben einfach gesagt, okay, wir machen jetzt einen Cut, weil, ja, keine Ahnung, Kilometerlaufleistung, Höhenmeter, das ist für den ersten Tag mal ganz gut. Wir haben jetzt heute 50 Kilometer drauf mit. Das habe ich vorher gemeint, 4,4, knapp ein 4,4. 4,5. Aufgrund der Feuchtigkeit schlafen wir heute im Säckle. Im Säckli. Hey, mach doch mal das Licht aus. Zack, fertig. Der Biwak war eine Fehlinvestition, weil das war so, ich kann mich ungefähr gar nicht mehr bewegen. Ja, und die Nacht war dann nicht so erholsam, weil ja, der Körper arbeitet einfach noch und kommt schon wirklich so in einen Tiefschlaf. Weil man das halt vielleicht auch trainieren sollte, um nach solchen Belastungen einfach zu schlafen. Aber die Nacht war ganz gut. Wir haben, glaube ich, 6 Stunden oder so geschlafen. Vielleicht nicht ganz, schon ziemlich lang. Allerdings ist meine Luftmatratze kaputt. Und ich musste einmal zwischenpumpen heute Nacht. Das war ziemlich unangenehm. Die Augen blieben zu, aber schlafen bedeutet für mich was anderes. Wir fahren jetzt erstmal, soweit es geht, bis die Sonne aufgeht. Und dann wird vielleicht mal gefrühstückt. Und dann fahren wir heute wieder, solange wir Lust haben und solange es Spaß macht. Um runterzufahren und dann wieder hochzufahren. Also ich glaube, es ist unfahrbar. Wird wahrscheinlich auch wieder eine Schieberei werden bis zum Checkpoint. Scheiße. Alles nicht mehr so leicht wie gestern. Es war ein bisschen gemein, dass der erste Tag so gut lief. Kriegt man ein ganz falsches Bild von der Situation. Inzwischen Stein. Klassiker wie immer. Komm, den einen machen wir noch rein und dann zack, alle drin. Also wir können auch so weiterfahren. Gesunde Ernährung steht an oberster Stelle. Das ist sowas.
Cola, Chips, Gummibärchen, Sprite. Mal wieder Hike and Bike. So, wir müssen eigentlich da lang. So. Und es hört einfach nicht auf. Salami Nummer 2. Beste Leben. Freunde. Ja, also für mich persönlich, waren ja alle Nächte nicht ganz so gut, weil meine Luftmatratze ein Loch hatte. Die erste Nacht ging noch, da hat es gerade noch so gereicht, aber die zweite Nacht haben wir ein bisschen länger geschlafen und dann bin ich nachts aufgewacht und ich habe so gefroren, ich habe so gezittert, weil die Luft aus der Luftmatratze draußen war. Und dann liegst du halt einfach auf dem kalten Boden und der Schlafsack isoliert dann auch nicht mehr. Und dann habe ich so gezittert und habe dann in meinem Schlafsack versucht, dieses Ventil am Kopf zu finden von der Luftmatratze und habe es im Liegen, habe ich mich selber wieder aufgepumpt und habe dann noch 3 Stunden da gelegen und habe mir gedacht, was eine Scheiße. Da sind wir jetzt irgendwo. Es wird jetzt erstmal ein bisschen gemütlicher. Wird sich schon alles geben. Checkpoint 3 von 13. Ich habe mir eigentlich eine halbe Stunde in der Sonne liegen ausgemalt. Ja, genau, Alter. Wenn wir um 8 Uhr ins Bett gehen, dann können wir auch um 3 Uhr aufstehen. Du brauchst noch eine halbe Stunde, bis du das Pulver verdaut hast. Aber ich kann dir die Trinkflasche noch füllen im See. Dann kriegst du es vielleicht besser runter. Hallo. Die weitere Schinderei. Here you go. Bye. Wir haben jetzt 11:30 und fahren einfach weiter bis zur nächsten Hütte. Und sobald eine Hütte kommt, gehen wir da rein. Avanti, avanti, avanti.
4-Sterne-Bunker? Nacht Nummer 3, meine Matratze hat immer noch ein Loch. Leider. Ich muss hier einmal in der Nacht aufblasen. Schlimmste Nacht. 3 Tage kein Schlaf. Meine Laune ist richtig gut. Als ob wir eine scheiß Autobahn über Nacht ist. So war die Nacht hier. Schlimmster Schlafplatz nach dem Regen. Kann man jetzt nichts machen, außer treten. Es ist ein ziemlich ruhiger Tag heute und ja, ein bisschen schwierig aktuell. Aber ich glaube, bei der nächsten Pause kriegen wir das irgendwie geregelt und besprochen. Und schauen mal, wie es heute weitergeht. Und wir fahren wieder eine endlose Straße entlang, die nicht aufhören will. Ich möchte ungern allein fahren, wenn wir es gemeinsam machen. Aber in der Phase, wo ich gerade bin, brauche ich das gerade einfach, meinen Stiefel zu fahren. Da muss man einfach mal auf sich selber hören, auf sich selber Acht geben. Und da ist leider der Teamkollege Kurz in den Hintergrund gerückt, was die letzten Tage nie der Fall war. Wenn man mit seinem Körper nicht so im Reinen ist, tut es vielleicht mal ganz gut, einfach in sich zu hören und ein bisschen für sich zu treten und zu gucken, dass man mit sich selber klarkommt.
Eine Reis-Masala, Curry, auch mal richtig geil. Und zum Nachtisch Heinz Bohnen. Jetzt kannst du brennen. Hey Nanski, Bonanski, was geht? Wir haben uns gefragt, ob ihr Streit hattet, weil du warst am Ende vom Dorf und Matze am Anfang. Product Management, die hatten einen Call und dann hat irgendjemand auf einmal gerufen, ich glaube Matze und Marc, die haben Streit. Nee, so weit ist noch nicht gekommen. Alles gut, wir sind noch in Topform. Na, 80%. Okay. Und heute haben wir auf Beton geschlafen. Und wenn die Luft draußen ist, ist es so kalt, weil man halt mit dem Schlafsack direkt auf dem Boden liegt. Ja. Ich hab... Ist da auf Matze drauf? Nee, der stinkt. Hey, ich muss Akku sparen. Hey. Ciao, Bella. Ja, tschüss. Ciao. Ja, super happy. So wie der Tag gestartet hat, dass es heute noch so endet. Jetzt gucken wir noch, wo wir eine Pension irgendwo kriegen oder ein Hotel, dass wir heute mal einen so erholsamen Schlaf haben. Eine Matratze mal haben, scheiß Kopfkissen. No, Morava. Nahoře. You have maps? Google? Yes. Kolik je, ty vole, 11, píčo. Je. Já. Moment. Jak je levá? Pravá. Jo? Neměli byste tam pokoj pro 2 lidi? One sleep? One night, yeah. One night. One night. Jo, jednu noc jenom. Mám zkusit 62. Yeah. One sleep? One sleep. Ja, Perfect. You go. Thanks a lot. we go. Du Top. weißt, was Hotel bedeutet. Wecker klingelt um 4. Akkus laden, Körper waschen und dann gehen morgen die letzten 450 Kilometer an den Start. Sag mir doch einmal mal ehrlich, meine Mama hat mir beigebracht, ich darf nicht mit vollem Mund reden, okay? Und zwar mit Abstand. Seit wir hier überhaupt ankommen sind im Camp, die beste Nacht auf jeden Fall. Wo die Tür aufgemacht hat, dann war es so, oh geil, Bett. Dann guckst du ins Bad rein, richtig gute Dusche. Der Duschstrahl ultra hart einfach, du kannst einfach über die ganzen Beine gehen. Schön kalt, dann wieder warm. Und wieder mal verfahren. Immer ein Leitholz gebaut. Do you speak English? Something like vaseline? No. Yeah, it's okay for here. Small one? Maybe. Yeah, small ass. Not so big. Oder? Und nicht so groß. Ich habe keine Ahnung, was ich gekauft habe, aber sie sagt, das ist besser als Vaseline für den Hintern.
Ich bin mir jetzt. Ich hoffe, es ist kein Gleitgel. Das ist jetzt richtig geil. Mein Block. Noch 1,0 Kilometer. Wo sind wir? Checkpoint 6 dann, oder? 24. Das hört sich unglaublich wenig an, Checkpoint 6. 950 Kilometer von 1320 und erst bei Checkpoint 6. Also entweder sind die nächsten so hart anstrengend und man ist so glücklich und braucht die ganze Zeit eine Motivation, dass der nächste kommt. Oder ist es genau so? Hallo. Ja, Bella. Und? Wie geht's euch? Wunderbar. Noch sehr gut. Das ist gut. Wunderbar. Ein bisschen Angst vor dem, was kommt. Ja? Das, was man am Horizont vorher schon erahnen konnte, das CP6. Hopp, hopp, hopp. Dehne ich das noch ein bisschen hier? Ja. Ich gehe eine Dose Gesäßcreme einsetzen. Schöne Fahrt. Wir sehen uns. einen schönen Tag dir. Sehen wir uns im Ziel. Spätestens im Ziel. Spätestens. Ciao. 1008 Kilometer. Nochmal auf Hochdeutsch. 1008 Kilometer. Manchmal hat man Höhen und Tiefen gleichzeitig. Ich habe hier ein Hotel gefunden.
Zakinem Pokocze Goszczyle. Mit meinem guten Polnisch kann ich das. Wir sind übrigens in Polen jetzt. Okay. Alter, was willst du ausgeben? Warum? Medical Wellness und Spa. 64 € für 2 Personen. Du weißt aber schon, dass ich da morgens frühestens um 9 Uhr losfahre. Sollen wir das machen? Sollen wir uns jetzt So richtig gönnen? aufgrund meines Knies kurz richtig gönnen? Oh Junge, das ist ja El Residenzo, oder? Das ist das? Ja. Enttäuscht mich jetzt nicht. Und wie viel kostet es? 46 €. Ja. Für 2 Personen. Ja. I would like to... Find something? No, book a room. Wonderful. Mhm. Ah, da kommt er halt wieder, der Gönjamin. Oh, fuck, Alter. Das ist, glaube ich, die beste Entscheidung für heute Abend. Heute Abend noch mal entspannt machen. Donnerstag, Freitag, wir haben noch 3 Tage Zeit. Zu dem Zeitpunkt hatte ich auch so viel Schmerzen, Knie abwärts. Und mir gedacht, es ist auch gerade gut so, wie es ist. Ja, bei mir war es schon oft so, wie handelt man es dann, wenn einer aufgibt. Es kann ja beide treffen. Fährt man das alleine weiter? Sagt man sich, hey, wir sind ein Team, wir hören dann beide auf? Die Schwellung ist weg erstmal. Ich kann mein Knie ganz gut bewegen. Und hoffe, dass wir jetzt mal zu Checkpoint 8 kommen. Um dann die nächste Entscheidung zu treffen, was wir machen und wie es dem Knie geht. Also basierend auf dem Knie. Ja. Wäre schade, wenn wir es nicht zum Ziel schaffen. Geh mal, gell? Geh mal nicht auf den Stack. Yeah, feature presentation. Fired up the Pistons for the Prince, I feel like Tayshaun. Business trips to Hollywood, I don't do no vacation. When the drop go platinum, I'ma hit the hesitation. Anyone who doubted, I go Lilla with the Blazers. Switch up, then they video, we on an imminent rise. Life written on a big screen, free cinema eyes wide. Yeah, oh my, this be the cheat code. When I wrote this, I hit BYY, Tarantino. Written and directed, celebrating Portofino. Saw the cover on the gram, we bought it, that's how we go. Everywhere that we go, kill it, military. Oh, das ist eine Speiche. Ist mir tatsächlich eine Speiche gerissen. Einfach so. Ich wusste nicht, warum. Ja, wir haben nichts Krasses gemacht. Wahrscheinlich hatte die irgendwie, weiß ich nicht, Vorschädigung. Wir hatten Textilspeichen von Pyrope. Und dann bist du in deinem Film und denkst, fuck, Alter, was machen wir jetzt? Jetzt haben wir noch 500 Kilometer irgendwie bis zum Ziel. Jetzt reißt eine Speiche. Siehst es und das Einzige, was dir in den Kopf kommt, ist Speiche. Matze! Speiche! Und der Matze kann damit überhaupt nichts anfangen, weil warum auch? Ja, was wohl? Du hast mir wohl eine Speiche gerissen. Ja, schneiden wir sie raus, fertig. Oh. Ja, schon hoch. Das Versprechen ist, das Laufrad hält auch mit einer Speiche weniger. Und das werden wir jetzt einfach mal testen. Tja, waren wir wohl zu hart unterwegs. Ein bisschen Eierzeit hinten, aber geht schon. Wird schon halten. Ja, nur bis da oben. Dann sind wir durch. Kabel. Das Records untereinander Aufnahme abgerissen. Richtiges Massaker hier, ja.
Morgen sind wir fertig. Oh Mann. Vor ein paar Tagen habe ich noch nicht geglaubt, dass wir irgendwann ankommen. Und jetzt ist es so greifbar nah. Es ist so unendlich lang schon wieder. Unfassbar. Wir sind den ganzen Tag unterwegs und fahren so einen Berg hoch und fahren den Berg hoch und fahren den Berg hoch und es wird immer steiler und immer steiler. Und irgendwann sagt die Strecke, jetzt links abbiegen. Und ich denke, das kann doch nicht wahr sein. Wieso sollen wir denn jetzt links? Die Straße geht geradeaus weiter. Und dann sehe ich schon Matze auf einem Drop stehen und der schreit Send it! Und ich denke, fuck, das ist nicht Andres Ernst, dass wir jetzt durch einen Bikepark fahren müssen. Soll ich schon senden? Ich hätte richtig Bock. Send it to hospital, Alter. Soll ich senden? Nicht mit dem Rad. Jetzt komm schon. Nicht 120 Kilometer vom Ziel. Jetzt komm. Nein. Lass Chancen. Nein. Ich hätte so Bock. Vergiss es, du kommst nicht mehr zum Stehen. Junger Vater. Lieber nicht mit dem Hinterrad. Nicht zum Stehen. Mit dem Hinterrad bin ich mir sehr unsicher. Ich hab's da oben probiert, wäre das gut gegangen, wäre ich jetzt hier auch noch runtergefahren. Hatte eigentlich da oben fast gestorben wäre. Nee. Kannst du mir halt nicht vorstellen. Weil, guck mal, wenn du hier reinfährst und du kriegst nicht verbrennt, hier ist das übelste Gemüse. Schieb lieber runter, nicht dass wir nachher noch einen Platten haben. Weil das genau so sah es nicht vor, da oben auch aus. Du kommst runter, denkst du nichts Böses. Alright. Und wie war's so? Ich hab's ganz gut verbremst bekommen. Also mit dem Laufradsatz, mit der abgerissenen Speiche noch einen Bikepark runterzufahren, auch in der Geschwindigkeit bei Dunkelheit, wo du jetzt nicht gleich jeden Stein siehst, ist schon ein bisschen dumm. Eine Runde Bikepark. Deswegen fährt man auch keinen Seitenständer auf dem Bikepark. Ah, das ist so nice. Bikepark Shred. Ah, das Fahrrad ist auf jeden Fall approved, würde ich sagen. Das ist sowas von getestet. That's the dream. Die andere Seite vom Rack ist ja auch hinüber. Ja, wir sind ja gestern gerade noch ein bisschen zu hart abgeschanzt im Park. Das ist einfach auch nicht dafür gemacht. Keine Frage. Das ganze Fahrrad ist dafür nicht gemacht. Aber wie ihr seht, es geht.
Prototypen auf Prototypen. Vielleicht Brot fertige Küchen. Checkpoint 10. Vorletzter noch einen noch. Der war richtig. Aber es ist halt auch hartes Terrain für sowas. Oh, es ist kalt. Oh! So, nur noch 55 Kilometer, dann fertig. Ob das eine gute Idee ist? Aber der einzige erlaubte Shortcut. Oh Mann, du wolltest machen. Ich darf nicht reinfallen, da sind meine Handys drin. Oh Mann. Steinberg verrutschen. Alter, Aerobar, ich wäre schon daheim. Hast du rumgefahren? Das Fahrrad auf dem Rücken, kein Gleichgewicht, da unten macht es ungefähr so. Keine Ahnung, wie ist das hier? Letzter Anstieg. Wird schön, glaube ich. Alles klar, die Rinne hoch, ne? Ja, genau. Ja, genau, jetzt habe ich einen Cut. Oh. Im Reifen. Nein. Nein. Beim Hochschieben, ey, wie Panne ist denn das? Jetzt kommt alles noch zusammen. Ja, ich schieb mal weiter, vielleicht dichtet es ja ab. Hike and Bike, ich wollte sowas eigentlich nie machen. Nee, ich bin nicht so der. Ich bin eher so der Fahrer. Gut, dass wir vorhin durch den See gelaufen sind.
das muss sein. Ja, dass es so ist. Ja. Hey, Max, Alter. Schafft der als erstes? Ja, schon das. Für die Ich hatte richtig Respekt davor, den Film anzugucken, weil das halt das erste Mal ist, dass man sich selber in einem 60-Minuten-Video sieht unter krassesten Bedingungen, mit Schlafdefizit und körperlicher Anstrengung. Ich habe mehr Leid erwartet. Ich muss sagen, ich habe wirklich mehr Leid erwartet. Also, dass man mehr Leid sieht und dass wir deutlich fertiger sind. Selbst wenn was super anstrengend ist, wenn man gute Begleitung hat, ein gutes Team ist, dann hat man einfach Spaß. Ja, es war cool. Es war eine coole Erfahrung. Es hat richtig Spaß gemacht.